Mit dem Airbus A321 gibt es eine neue Regierungsmaschine. Ob Bundeskanzlerin, Außenminister oder gar der Bundespräsident, sie alle werden künftig dieses Flugzeug nutzen. Bevor der modifizierte Airbus offiziell in Betrieb genommen wird, führen Bundeswehrpiloten letzte Tests und Flugtrainings durch. Die Flugbereitschaft hat den neuesten Flieger bekommen, den Airbus A321. Die A320-Familie besteht aus den Flugzeugen 319, 320, 321 und mit diesem A321 führen wir im Moment neben den Erprobungsflügen auch Ausbildungsflüge für die Piloten durch, um sie noch einmal an die Größenunterschiede gegenüber dem A319 zu gewöhnen. Für die Flugsicherheit findet vor dem Start der sogenannte Walkaround statt. Fahrwerk, Triebwerke, Rumpf. Kommandant und Fluglehrer Michael Weyerer prüft mit seinen Piloten das Flugzeug, zeigt ihnen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gegenüber den bisherigen Regierungsmaschinen. Der A321 ist knappe 10 Meter länger und dieser Längenunterschied macht einfach den fliegerischen Unterschied aus und das wollen wir einfach mit den Piloten nochmal üben. Neben den Piloten ebenfalls an Bord die Kabinencrew. Felicitas und Thomas sind Teil des Serviceteams und haben seit Jahren Erfahrung auf allen VIP-Maschinen der Flugbereitschaft. Die Interieursgestaltung gleicht dem A340 sowie auch dem A319 bei uns. Also ist alles individuell angepasst. Hier unterscheidet sich zum Beispiel der A321 zu dem 319, dass dieser Economy-Bereich noch zusätzlich ist. Ansonsten hat man im A319 nur den hinteren Teil. Man sagt ja auch so schön die deutsche Air Force One. Bei uns ist viel umgebaut. Vorne haben wir den privaten Bereich für den VIP selber. Dann folgt ein Konferenzbereich, wo auch zusammen gespeist wird, teilweise auch Pressekonferenzen abgehalten werden. Und danach im separaten Bereich, also quasi diesen Bereich, den man hier sieht, da sitzt dann halt auch die Presse, Protokoll und auch das BKA, die Aufpasser der jeweiligen VIPs quasi. Man hat natürlich den Zugang zu Leuten, die man jetzt auf der Straße niemals treffen würde, auch nicht ohne Personenschützer. Und wir stehen eben indirekt im Kontakt mit dem VIP aus dem Bundestag oder aus dem jeweiligen Ministerium. Und man kommt dann doch schon zum Smalltalk ab und an mit den VIPs. Nach dem Training im Simulator benötigen die Piloten nun die Landetrainings, um sich mit der Maschine im Realflug vertraut zu machen. Das Cockpit soll ja dasselbe sein. Ein paar Schalter sind nur anders verbaut, was aber keinen einschlägigen Unterschied macht. Und von daher sollte der sich genauso fliegen wie der 319 auch. Gerade die Länge ist der Tricky Point, dass das Tail so lang ist und dass man eben bei der Rotation beim Start aufpasst, dass man eben nicht mit dem Hinterteil des Flugzeugs auf die Bahn kommt. Das heißt, kurz vor dem Touchdown wird man den Flieger ein Stückchen quasi die Nase nach oben ziehen, damit eben eine weiche Landung entsteht. Und dieser Punkt, den zu treffen, das ist anders beim 321 als beim 319. Wir trainieren entweder in Schwerin-Parchim oder in Frankfurt-Hahn, aus dem Grund, da dort die Landebahnen entsprechend lang sind für diese Trainingsflüge und wir dort auch die entsprechenden fliegerischen Bedingungen vorfinden, um in Ruhe unsere Trainingsflüge durchführen zu können. 50, 40, 30, 20, retard. Es gibt ein Sichtplatzrundenverfahren, das uns hier zugrunde liegt und dementsprechend bleiben wir in der Platznähe, um immer in Sichtweite des Platzes zu bleiben, drehen dann auf den Endanflug ein und setzen dann entsprechend zur Landung an. Jeder Pilot macht bei seinem Flug-Landetraining mindestens 7 Touch-and-Goes. Ziel ist es, die Maschine nach 1000 Fuß, also etwa 300 Metern nach Beginn der Landebahn in der sogenannten Touchdown-Zone auf den Boden und direkt aus der Bewegung wieder in die Luft zu bringen. Fluglehrer Michael Weyerer gibt seinen Piloten direktes Feedback. Wenn du eben so
perfekt sozusagen unten ankommst, reicht es wirklich eben mit den 20 Fuß. Ein Tick mehr dann den Break aufgrund des Slopes, aber dann ist 20 Fuß der richtige Zeitpunkt. Ne? Du warst einen Tick zu früh jetzt dran, aber ansonsten war die Stabilisierung einwandfrei. Das machen wir jetzt gleich so nochmal und dann eben, wie gesagt, erst in 20 Fuß dann wirklich den Break. Nach mehreren Stunden Landetraining haben die Piloten den Praxistest der Touch&Goes bestanden. Mit dem A321 werden sie künftig bis zu 84 Passagiere auf Mittelstreckenflügen in Europa und bis Nordamerika befördern. Ich bin seit 13 Jahren bei der Flugbereitschaft und der Reiz für mich nach wie vor ist, gegenüber der Airline-Fliegerei, was ja die gleichen Flugzeuge wären, dass bei uns eben nicht ein stringenter Flugplan abgeflogen wird, jeden Tag das Gleiche oder jeden Monat das Gleiche, sondern jeder Flug hat für sich seine eigenen Herausforderungen. Die Ziele sind immer wieder neu, sind immer wieder unterschiedlich und macht sehr viel Spaß. Auch mit der 9. VIP-Maschine für Regierungsflüge werden die Crews viel unterwegs sein. Die Soldaten der Flugbereitschaft sind auf ihren neuesten Flieger jedenfalls bestens vorbereitet.